Es gibt kaum was Befriedigenderes in der Kunst, als dicke Strukturpaste zu verarbeiten. Aber wie kriegt man eigentlich damit richtig coole Muster hin? Hier sind 6 geniale Tricks für dein neues Meisterwerk. Als erstes habe ich mir einen ganz normalen Löffel und meine Strukturpaste genommen. Die findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann habe ich einfach angefangen, mit dem Löffel die Strukturpaste so ein bisschen drauf zu tupfen über die Leinwand. Dadurch entsteht eine schöne, dicke Struktur. Hier sieht das Muster auf jeden Fall schon mal sehr interessant und 3D-mäßig aus. Achtet nur darauf, dass es lange genug durchtrocknen muss. Ungefähr 48 Stunden sollten es dann schon sein. Im Anschluss könnt ihr das einfach ganz normal bemalen. Oder ihr lasst es einfach komplett minimalistisch, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Mein zweiter Tipp ist, dass ihr die Spachtelmasse bzw. Strukturpaste einfach mit einem Malmesser auftragt. Das ist die Variante, die ich auch am meisten schon in meinen Kunstwerken gezeigt habe. Und dadurch entsteht eine schöne feine Struktur, aber man sieht trotzdem, dass da irgendwas passiert ist. Also so kann es zum Beispiel am Ende aussehen und wenn es dann getrocknet ist, sieht es meistens so aus. Also wie so eine brüchige Wand, so eine Felswand oder so. Ist auch immer ein richtig schöner Effekt. Dazu gibt es übrigens auch ein separates Video, das habe ich euch einmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn man das Ganze noch ein bisschen körniger haben will, also sozusagen noch erweitern möchte, dann kann man einfach noch ein bisschen Silbersand dazugeben oder auch einen ganz normalen Dekosand, das ist eigentlich egal. Und den vermischt ihr dann erstmal mit der Strukturpaste, sodass es eine richtig schöne breiige Konsistenz ergibt. Und mit dieser Strukturpaste sind zum Beispiel diese wunderschönen Werke hier entstanden. Also da ist einfach noch mal ein bisschen mehr krassere, körnigere Struktur zu sehen. Macht sich übrigens auch sehr schön mit Blattmetall. Der nächste Trick ergibt auf jeden Fall eine richtig coole Betonstruktur. Dafür habe ich einfach nur die Strukturpaste mit einem bisschen Silbersand vermischt und dann mein großes Malmesser benutzt und das einfach so ein bisschen auf die Leinwand aufgetupft. Es sieht einfach so aus wie so eine Wand oder so. Also findet ihr nicht auch? Das sieht irgendwie so, ja, total natürlich aus. Auf jeden Fall kann man damit auch richtig coole abstrakte Werke gestalten. Für unser nächstes Kunstrezept brauche ich einfach nur meine Strukturpaste, die ich mir ein bisschen mit Wasser angefeuchtet habe, einfach damit die ein bisschen geschmeidiger ist und nicht so schnell eintrocknet. Und die streiche ich mir hier erstmal ebenmäßig glatt über die Leinwand und glätte sie dann auch nochmal mit meiner Glättkelle, damit es eine schöne ebene Fläche ergibt. Und dann kommt der super Trick, da ziehe ich nämlich mit diesem Zahnspachtel einfach so eine Kreisstruktur über das Bild und sowas habt ihr bestimmt auch schon ganz oft hier auf YouTube gesehen. Damit habe ich auch schon einige Bilder gestaltet und ich finde den Effekt einfach richtig cool. Das ist auch sehr schön geeignet für richtig minimalistische Bilder und auch sehr gut, wenn man noch gar nicht viel Erfahrung hat mit sowas. Hier gibt es auch noch einen, der hat ein bisschen weichere Formen, also quasi wie so Wellen. Das sieht auch total schön aus. Ihr könnt da so oft drüber gehen, wie ihr möchtet. Ich würde euch aber empfehlen, das nicht zu oft zu machen, weil sich sonst an den Rändern immer so ein bisschen Überschuss sammelt. Den kann man aber ganz einfach entfernen, indem man einen Pinsel in Wasser taucht und das einfach dann nochmal ein bisschen runternimmt. Und hier könnt ihr sehen, welche Gemälde ich damit schon gestaltet habe. Ich finde, das sieht auf jeden Fall richtig schön und schlicht aus und ich mag diesen minimalistischen Look auch total gerne. Wenn man ein bisschen Pep in die ganze Sache reinbringen will, dann kann man einfach ein bisschen Farbe nehmen und die zusammen mit der Strukturpaste schon vormischen und dann erst auf die Leinwand auftragen. Das hat natürlich den Vorteil, dass ihr dann quasi schon eine untere Farbschicht habt und nicht nochmal drüber pinseln müsst an bestimmten Stellen. Hier kann man die Strukturpaste zum Beispiel einfach glatt ziehen, wenn man so eine Art abstrakte Landschaft gestalten möchte. Also da kann man auch wirklich rumspielen, was da so möglich ist. Ich finde, das sieht an sich auch schon richtig gut aus. Und ich kann mir auch richtig gut goldenes Blattmetall dazu vorstellen.
Hier habe ich mir jetzt tatsächlich auch gleich eine Leinwand genommen, damit das Ganze nicht verschwendet wird und möchte euch einmal kurz auf der Leinwand zeigen, wie ihr das gestalten könnt. Also man kann das einfach hier mit diesem Japan-Spachtel ein bisschen einarbeiten und je nachdem, was man am Ende erreichen möchte. Ich möchte mir hier ein wirklich schlichtes, sanftes Gemälde gestalten und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das auch nochmal einzureiben mit dem Handschuh, also tatsächlich auch richtig mit der Hand. Da hat man auch eine sehr gute Kontrolle darüber, wo die Farbe am Ende landet und ja, auch durch dieses Einreiben mit der Hand, seht ihr gleich, entsteht auch eine richtig coole Struktur. Dazu gibt es dann natürlich auch demnächst ein ganzes Video von mir, also abonniert mich sehr gerne, wenn ihr an solchen Videos und neuen Ideen interessiert seid. Ich hoffe, ich habe euch inspiriert und ihr habt richtig schöne, viele neue Ideen bekommen. Das hier ist nochmal der Silbersand und die Strukturpaste, die ich genommen habe. Ich könnte mir meine Gemälde ohne Strukturpaste überhaupt nicht mehr vorstellen. Und wenn du jetzt wissen willst, wie du in diese tollen texturierten Gemälde auch noch ein bisschen goldenes Blattmetall arbeiten kannst, dann schau einmal hier dieses Video an. Die komplette Materialliste findest du wie immer in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.